Chance vielleicht mal wieder auf einen Sieg. Dazu müssen wir aber jetzt hier im Qualifying erstmal heile durchkommen. Es regnet wie aus Eimern. Das ist die wahre Pracht und wir haben die blauen Slicks tatsächlich, die Regenreifen. Fahren dann aber dafür beim Rennen auf, oder mit trockenen Bedingungen. So. Also entweder Mediums oder Hard, je nachdem. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Vor allem hier Eau Rouge, ey, im Nassen. Das war schon im Training teilweise sehr, sehr rutschig. Auf trockenem Asphalt, auf trockenem Untergrund. Ich gucke jetzt einfach mal, wir sind hier trotzdem mit 330 km/h unterwegs. Ich glaube, wir sind die einzigen, die so verrückt hier fahren. Ja, die Reifen quietschen wieder, aber egal, so ein Risiko muss man auch mal eingehen. Vielleicht ist ja der Regen hier ein Vorteil für mich. War in Kanada zum Beispiel so. Gerade im Rennen, das hat uns sehr, sehr geholfen. Aber da es ja leider im Rennen nicht regnen wird, also vielleicht, es ist Regen und Sonne angesagt, mal gucken. Vielleicht haben wir auch wieder einen Restart, weiß ich nicht. Hier haben wir auf jeden Fall wahrscheinlich dann eine Rundenzeit von 2 Minuten. Ja, Verstappen ist knapp hinter mir. Also wenn das so normal weitergeht, ihr seht, ey, ich bin auch wieder froh, dass ich hier meine Traktionskontrolle aktiviert habe und dass ich das nicht selber gegenlenken muss, sonst wäre ich schon längst im Kiesbett gelandet. Schade, ist eigentlich eine schöne Strecke. Belgien zählt ja mit zu meinen Lieblingsstrecken, neben Italien, die kommt dann direkt danach, glaube ich. Dann kommt noch Zandvoort. Frankreich, ja, habe ich leider vergessen mit reinzutun. Portugal leider auch, das ärgert mich auch sehr. Aber was will man machen? 1,27 jetzt hier schon. Ja, es wird eine 2 Minuten Zeit werden, 2 Minuten 10 oder so. Jetzt ist Verstappen ganz knapp vor uns, da ist er nämlich. Aber ich hoffe, dass wir das vielleicht auf den letzten Metern doch irgendwie hinkriegen. Ach was, Einsatzlimit ist erreicht? Beim ERS, das ist ja schade. Jetzt verliere ich wieder auf den letzten Metern hier, das ist immer so. Bei den letzten Rennen, immer in Sektor 3, verliere ich da meine Spitzenposition. Aber wir sind ja noch nicht im Ziel. Vielleicht kriegen wir noch was hin auf den letzten Metern. Wir sind wieder Erster, es wird ganz, ganz knapp. Bleibt die 1 bestehen bis zum Ende. Jawohl, ich glaube, ich habe die 1 gesehen bis zum Schluss. Jawohl, also eine Pole Position in Belgien ist schon mal nicht das Schlechteste. Und jetzt hoffentlich wird das Rennen genauso gut. Damit ist das Qualifying rum, aber keine Sorge, wir sind morgen zurück mit dem eigentlichen Grand Prix. Alles wieder sehr, sehr knapp mit Piastri oben, Alonso auch wieder mittendrin. Sergio Perez ist auf der 7 gelandet. Wo ist denn Max Verstappen? Max Verstappen ist auf der 13? Ist der noch so nach hinten durchgereicht worden? Das überrascht wirklich. Also Verstappen auf der 13 ist wahrscheinlich eins von wenigen Rennen, die er mal in den Sand setzen wird. Aber mal gucken, er kann ja noch im Rennen alles aufholen. Wir machen leider erstmal da weiter, wo wir im Qualifying aufgehört haben, nämlich mit Regen. Wir starten mit Intermediates, soll aber eventuell noch aufhören zu regnen. Also es waren auch nur Wolken zu sehen, also ohne Regen. Der Start gelingt uns jetzt nicht so sauber, aber wir holen uns Platz 1 zurück vor Alonso. Die Hoffnung ist jetzt natürlich wieder, dass wir einen Restart kriegen, dass wir dann mit trockenen Reifen weiterfahren. Mal gucken. Ich werde mal gleich wieder fragen, für wie lange wir hier Regen haben. Vielleicht kriege ich ja dann wieder eine super Antwort oder auch nicht, je nachdem. Jetzt warte ich erstmal, bis ich auf der langen Geraden bin. Hier muss ich drücken. Wetterbericht. Noch 10 Minuten Regen. Wir denken, es wird dann trocken werden. 10 Minuten. Ja, Alonso gegen Russell. Das heißt also für uns 10 Minuten, dass wir vielleicht auch noch auf Mediums wechseln. Also wir werden definitiv nochmal Reifen wechseln. Ich habe jetzt hier die Strategie wieder gewählt, womit wir eigentlich durchfahren. Aber ich glaube nicht, wenn sich das Wetter ändert. Es wird natürlich auch noch ein bisschen brauchen, bis die Strecke dann trocken wird. Aber vielleicht werden wir ja nochmal in den Genuss kommen, auf Mediums zu wechseln. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier ein paar Sekunden Vorsprung rausfahren. Und das klappt momentan ganz gut. 1,2 Sekunden. Vielleicht ist das ja der Vorteil, wie in Kanada, dass ich die Abschnitte, die KI und was mir auch die Ideallinie hier anzeigt, ja, eigentlich langsamer durchfahren soll, dass ich die einfach nicht langsamer durchfahre, sondern halt auf meine Art und deswegen habe ich halt diesen Vorsprung. Muss halt aber auch auf den Reifenverschleiß gucken. Das war in den letzten Runden und Rennen dann immer mein Problem, der Reifenverschleiß, der zu hohe Reifenverschleiß. Sieht momentan noch okay aus, 3%. 3 bis 2%, das ist ganz okay. Alonso ist auf der 2, also es könnte wirklich überraschende Ergebnisse geben. Vor allem, weil Verstappen 13. ist. Der war bis zum Schluss der 2. Beziehungsweise auf der Pole Position. Vor der letzten Kurve ist der so nach hinten durchgereicht worden. Oder hat er eine Strafe bekommen? Weiß ich nicht. Ich glaube, der hat einfach eine Strafe bekommen, weil der seine Teile vielleicht ausgewechselt hat. Wir haben jetzt eine 1,58 erstmal. 4,52. Das ist okay. Es geht auch noch 10 Sekunden schneller. Aber Hauptsache erstmal die Führung. DRS gibt's nicht.
Finde ich auch ganz gut. Das heißt, wir müssen hier aus reiner Motorleistung und mit ERS ein bisschen Kraft rausholen. Oh, das ist Wahnsinn hier, echt krass. So eine 1-2. Ja, Alonso muss sich halt auch mit dem Windschatten irgendwie helfen, auch mit ERS. Und unser ERS ist gleich schon wieder aufgebraucht. Aber Belgien liegt mir einfach. Es hört schon ein bisschen auf zu regnen. Leichte Sonnenstrahlen kommen durch. Also wir haben Glück, dass wir bald auf trockenen Reifen unterwegs sein können. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Aber 10 Minuten sind ja bald rum. Vielleicht noch so 3, 4 Runden und dann denke ich so ab Runde 6 oder 7 müssen wir da nochmal rein. Und dann wird es halt auch wieder auf meine Boxencrew ankommen. Und natürlich auch auf mich selber. 1-4, das ist okay. Das ist ein guter Abstand. Bei den Bedingungen, der Start ist halt nicht so gut gelungen. Da hat Alonso ganz schön aufgeholt. Aber ihr denkt dran, Restart, nein. Ich habe es gerade gesagt, Restart, okay, gelbe Flagge. Reicht aber diesmal, ne? Keine rote Flagge, nicht immer. Also ab und zu rote Flagge ist ja ganz geil, aber nicht in jedem Rennen. Aber da scheint es... Ja, da gibt es eine größere Lücke jetzt zwischen einem Haas und einem Ferrari. Das ist Wahnsinn. Das müsste dann Sainz sein. Leclerc ist Vierter. Aber es geht weiter. War wahrscheinlich nur ein Dreher oder keine Ahnung. Ist alles gut gegangen. So, hier bin ich diesmal nicht so gut weggekommen. Alonso kommt näher ran, Russell auch. Wie sieht der Reifenverschleiß aus? Probleme mit der Reifenabnutzung. Sei weiter vorsichtig. Ah ja, als hätten wir Gedanken lesen können. 1,56 jetzt, glaube ich, von Alonso. Also auch der holt auf. Ist jetzt knapp eine Sekunde noch hinter mir. Und ERS muss ich auf der langen Geraden nach Eau Rouge verwenden. Das kann ich hier nicht unnötig verbrauchen. Das geht nicht. Dank der Traktionskontrolle, die mich hier automatisch dann auf der Strecke hält, bin ich überhaupt noch auf der Strecke, weil ansonsten wäre ich längst rausgeflogen. Kann ich noch mal ein bisschen ERS geben. Die Sonne kommt schon durch, die blendet mich, also es dauert nicht mal lange. Dann werden die Reifen gewechselt. Ich glaube noch so 2, 3 Runden. Der Regen wird auch schon weniger im Vergleich zum Rennstart. Viel Aufregung hier wieder. Alleine das Verstappen, damit hat es eigentlich schon angefangen, dass Verstappen von der 13 gestartet ist. Das musste ihm auch mal in einer ruhigen Minute erklären oder halt uns auch mal. Aber ich denke, das hängt damit zusammen, dass er vielleicht ein paar Teile ausgetauscht hat, die er halt nicht hätte austauschen dürfen. Aber wir haben ja auch gesehen, bei der Strapazierfähigkeit ist Red Bull nicht ganz so gut. Da sind sie drittschwächstes Team. Heißt also, deren Teile verschleißen schneller als unsere. So verstehe ich das jetzt und deswegen mussten die wahrscheinlich durchtauschen. So, schnellster Sektor 2. Mal gucken, ob wir uns die schnellste Runde wieder zurückholen. Ja, ein bisschen Vorsprung. 1,4, 1,5 Sekunden fast. Jetzt hier noch gut rumkommen. Möglichst viele Fehler hier vermeiden, das wäre sehr gut. So, quietsch, quietsch, quietsch. Quietschende Reifen. So, das muss ich auch hier viel, viel besser nehmen. Viel besser kriegen. Hier nochmal mit ERS ein bisschen Gas geben, dass ich auf Geschwindigkeit bin. Und dann haben wir eine 1,55,735. Bislang die schnellste Runde. Hört, hört, hört. Mal gucken, vielleicht können wir es dann nochmal verbessern. Hauptsache, wir bleiben aber vorne. Ich möchte hier das Auto heile ins Ziel kriegen und möglichst gewinnen. Wenn ich da noch die schnellste Rundenzeit dazu habe, ist das das beste Rennen von den Punkten her. Auf der 1 plus schnellste Rundenzeit, besser geht's nicht. Besser kannst du es an einem Rennwochenende ohne Sprint nicht machen. Wetterbericht. Wir haben weitere 5, vielleicht 10 Minuten Regen vor uns. Intermediates passen gerade am besten. Okay, vielleicht wechseln wir doch nicht die Reifen. Weil wenn es jetzt noch weitere 5 bis 10 Minuten sind, dann denke ich, fahren wir ja auch auf Intermediates zu Ende. Also wir werden nicht in Runde 10 nochmal in die Box gehen. Also dann fahre ich auch die letzte Runde mit Intermediates. Hängt auch ein bisschen von den anderen Fahrern ab. Wenn die reingehen, dann müsste ich eigentlich auch reingehen, weil dann sind die ja automatisch schneller unterwegs. Und dann heißt es ja, dass die Strecke wird bald wieder trocken wäre. Achte darauf, dass du deine Reifen nicht abfährst. Die Strecke wird bald wieder trocken. Aha, die Sonne kommt natürlich hier durch. Immer stärker, immer besser. Wolken
verziehen sich, Gott sei Dank. Ihr könntest ja auch so gute Rundenzeiten fahren. Aber was nicht ist, ist nicht. Hauptsache, wir vergrößern den Vorsprung. 2 Sekunden sind es jetzt schon auf Alonso. Und deswegen, Regen ist eigentlich ein Vorteil. Ich bin ja auch nicht so ein Fan von Regen. Ich hasse das eigentlich, mit Intermediates zu fahren. Aber lieber mit Intermediates als mit den blauen Regenreifen, wie im Qualifying. Aber Regen scheint mir wirklich gut zu tun. Weil die KI dadurch irgendwie, ja, weiß ich nicht weiter rankommt. Also ich versuche möglichst auch beim Regen so zu fahren, als wenn ich im Trockenen fahren würde. Also, ne, merkt ihr ja, wie ich hier bremse, wie spät und wie ich dann die Kurven nehme. Und dadurch gewinne ich vielleicht auch die Zeit, die die anderen dann halt nicht aufholen können. Aber der Verschleiß ist halt auch schon bei 15 bzw. 19 und 18%. Ja, am Ende, oh, Vorsicht, am Ende des Tages zählt aber der Sieg. Da hätte ich mein Auto fast verloren, aber ich habe es rechtzeitig wiedergefunden. Wetterbericht. Aktuellen Vorhersagen zufolge wird der Regen in 5 bis 10 Minuten aufhören. Ah ja. Intermediates sind im Moment die schnellsten Reifen. Okay, hör zu. Wir sehen in den Daten eine Menge Reifenverschleiß. Bitte pass auf deine Reifen auf. Schade, sie haben es doch gemerkt. Also wir müssen jetzt schauen, dass wir unter 24,74%, woher sie die ganz krummen Zahlen nehmen, weiß ich auch nicht. Sollten vielleicht mal auf- oder abrunden lernen in der Schule. Die nächsten beiden Runden. Im Durchschnitt bei 18,37. Das ist halt unserer Fahrweise natürlich hier geschuldet. Und das wird auch, glaube ich, mit einer der Hauptgründe gewesen sein, warum zum Beispiel in Spanien der Reifenverschleiß oder auch in Österreich total hoch war. Weil ich halt Mr. Risiko himself, mein zweiter Vorname, mache, aber ist okay, ist meine Fahrweise. Da muss ich mich ab und an mal ein bisschen zügeln. Vor allem in so Zweikämpfen, aber im Prinzip ist das mein Fahrstil. Ich zeichne mich durch meinen Fahrstil aus. Ja, Vorsprung sieht immer noch gut aus. 1,6 Sekunden. Reifenverschleiß, glaube ich. Aber 23, 22%. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Wir sind jetzt schon bei 20,8990%. Das wird nichts mehr. Nee. Außer wir wechseln jetzt natürlich die Reifen, aber das wird nichts. Nee. Das wird nichts. Die Vorgabe werden wir nicht schaffen. Weil jetzt noch 2 verbleibende Runden. Nein. Lass uns noch eine Weile auf den Intermediates fahren. Ich werde nicht an Slicks denken. Ich denke nur an hier unsere Hintermänner. Und an unsere Reifenabnutzung, die werden wir jetzt bald überschreiten, weil so schonend werde ich einfach nicht fahren können aufgrund der Konkurrenz hinter mir. Und die werden ja auch irgendwann mal einen Reifenverschleiß haben, also es ist ja wieder wohl nicht nur so, dass ich hier diesen Reifenverschleiß habe, es müssen ja die anderen theoretisch auch haben. So, also jetzt haben wir gleich die 23% Marke überschritten. Erreicht und überschritten. Guck, allein in der Kurve habt ihr gerade gesehen, wie schnell die Prozentzahl hochgeschnellt ist. Ja, Rennen fortsetzen. Gibt es wieder irgendwo einen Unfall? Es gibt irgendwo Probleme. Grüne Flagge. Nee, offensichtlich nicht. Da gibt es die gelbe Flagge. Gasly ist ausgeschieden aus der Session. Ich fürchte, wir haben nicht ganz das erreicht, was wir wollten, aber mach dir keine Sorgen, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Gasly ist Kopf hoch und konzentrieren wir uns bis zum ausgeschieden. Also, nur noch 19 Fahrer. Wahrscheinlich wieder Motor, klar, was auch sonst. Reifenplatzer wird es ja nicht gewesen sein. Obwohl, wir hatten auch schon mal einen Reifenplatzer in Japan. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, ein Ferrari jetzt, würde ich spontan sagen, aber... Ja, wie sieht es aus mit den Slicks? Strecke sieht eigentlich schon gut trocken aus, aber ich verlasse mich auf mein Team. Ich verlasse mich darauf, dass die mich dann im richtigen Moment reinschicken. Ja, ich höre hier schon die Reifen immer quietschen. Das ist leider kein gutes Zeichen. Wir sind jetzt nämlich schon, oh, hinten besonders, bei 30% Abnutzung, 29%. Vorne geht eigentlich noch 24%, aber gut. Mein Team und ich müssen das zusammen entscheiden. Und wenn bei ihm was nicht richtig läuft, dann kommen wir persönlich vorbei.
Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Wir sind uns nicht sicher, ob Trockenreifen oder Intermediates gerade besser sind. Ja, es ist nämlich DRS auch wieder aktiviert. Das ist nämlich auch blöd für uns. Jetzt wäre natürlich die perfekte Gelegenheit. Ich guck mal, was die anderen Teams machen. Ob die jetzt wechseln oder nicht. Also die Überlegung ist jetzt da, weil wenn wir jetzt nur noch rutschen und gar keinen Grip mehr haben, dann müssen wir wechseln. Das geht nicht anders. Jetzt kommt es aufs richtige Timing an. Das DRS wurde aktiviert. Ja. DRS ist jetzt aktiviert. Das finde ich schade. Wobei, wir sind aus dem DRS-Fenster draußen. Das ist okay. Das geht gerade noch. Aber gut, ich fahre weiter. Ich meine, es hat aufgehört zu regnen. Die Sonne kommt raus. Die Strecke wird trockener. Und wir haben auch noch 3-4 Runden zu fahren. Und die werden lang. Das werden lange 3-4 Runden. Wir haben jetzt hier nochmal den schnellsten Sektor. Wir können also nochmal eine bessere Zeit fahren. Das Gute ist, das ERS lädt sich hier schnell wieder auf. Ich fahre mit über 300 km/h mit Intermediates, ob die das aushalten können. Glaub nicht. Oder müssen sie ja, klar. 2,4 Sekunden. Wir machen jetzt richtig gut Meter. So, jetzt ist die Frage, geht irgendeiner rein oder nicht? Wenn jetzt nämlich irgendeiner reingeht, oder beziehungsweise fast alle, dann müssen wir halt auch rein. Aber es geht noch keiner rein. Es traut sich noch keiner rein. 1,53,933. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,6 Sekunden. Ich glaube, das Wort Wetterbericht habe ich noch nie so oft gesagt wie in diesem Rennen hier. Ich frage ihn nochmal. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Ja, und jetzt ist halt die Frage, holen wir uns Trockenreifen oder nicht? Ich hole mir keine Trockenreifen, wenn die anderen nicht reingehen. Also ihr seht ja, die Strecke ist jetzt trocken. Ich sehe hier weder eine Pfütze noch irgendwie Regen mir ins Gesicht spritzen. Also Okay, hör zu. ich muss wir haben quasi... jetzt freie Bahn um uns herum. Das sollten wir für eine schnelle Runde nutzen. Los geht's. Mit Intermediates, ja. Erziele eine Rundenzahl von 1,58,988. Ja, okay, hier ist es noch ein bisschen feuchter in den Kurven. Vielleicht hindert das Team einfach dann, mich reinzuholen. Mal gucken jetzt, die letzten Runden, das sind die entscheidenden. Ey, jetzt, wenn wir jetzt das ganze Rennen verlieren, dann waren die Runden davor halt alle nichts wert. Das ist halt die Wahrheit. Das ist der Wahrheit. Sei vorsichtig. Wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Ja, wollt ihr mich dann mal reinholen oder nicht? Jetzt haben wir wieder hier den schnellsten Sektor mit 1,23,172. Gut, schnellste Rundenzeit, wie gesagt. Die werden wir, glaube ich, behalten. 3 Sekunden Vorsprung. Es läuft alles perfekt. Bis auf die Sache mit den Reifen hier. Das macht mir ein bisschen Kopfschmerzen. Dass wir den nötigen Grip am Ende nicht mehr haben. 40% hinten schon eigentlich. Wir sind nicht länger sicher, dass dieser Reifensatz der richtige ist. Es könnte jetzt Zeit für einen Reifenwechsel in der Box sein. Oh, das sagt ihr mir jetzt? Das sagt ihr mir jetzt? Und die anderen gehen alle rein, oder? Nee, Alonso geht auch noch nicht rein. Also Okay, gut gemacht. Gute Arbeit bei diesem 1,53,779. Teamkollege ist in der Boxengasse. Russell ist drinne. Der holt sich jetzt also neue Reifen. George kommt in die Boxengasse. Norris genauso. Oh, ich muss eigentlich auch. Aber wenn die anderen nicht reingehen, das ist sportlich gesehen der Tod. Wenn ich jetzt reingehe. Ich muss mir da echt hundertprozentig sicher sein. Ich würde ja gerne fragen, was die anderen Kollegen machen. Sergio Perez hat eine 1,52. Ja, die anderen gehen alle rein. Die anderen gehen alle rein. Also jetzt habe ich zwei ganz, ganz blöde Situationen. Mein Bauchgefühl sagt mir, ja, bleib mal draußen. Aber der logische Verstand sagt eigentlich, hol dir neue Reifen nochmal. Aber es sind jetzt auch nur noch 2 Runden. Und dafür jetzt den ersten Platz aufzugeben... Tja, wann gehe ich rein? Warte ich nochmal eine Runde, hole ich nochmal ein bisschen mehr Zeit raus und fahre dann in der vorletzten Runde rein? Oder... Also Sergio Perez jetzt zum Beispiel war schon drin, George Russell war drin, aber da haben wir ja auch ein bisschen Vorsprung. Also das könnten wir dann eventuell schaffen vom Vorsprung her. Boah, keine Ahnung, ey. Ich fahre einfach. Aber klar, ich rutsche, ich merke das. Ein bisschen Grip habe ich noch, also ich verliere das Auto ja nicht vollkommen in den Kurven. Wenn das jetzt der Fall wäre, dann wäre ich auch rein. Aber noch geht's ja. Noch bekomme ich das Auto gut kontrolliert.
Ja, und die anderen gehen wahrscheinlich jetzt rein, ne? Also jetzt war gerade die eine Hälfte drin, jetzt wird die andere Hälfte wahrscheinlich reingehen, oder? Alonso, ja, da hinten geht rein, Leclerc geht rein. Ja, hätte ich auch reingehen sollen, oder? Was meint ihr? Jetzt besteht die Gefahr, dass ich das Rennen hier komplett verliere. Aber Piastri war auch noch nicht drin, oder beziehungsweise geht auch nicht rein. Sind wir jetzt hier die beiden, die ins Risiko gehen? Oh, Alonso hat Soft, Leclerc hat Soft. Aber wir haben gleich nur noch eine Runde. Vielleicht haben wir uns doch richtig entschieden. Verstappen mit einer 1,47,761. Boah, also es ist auch nur noch eine Runde. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Wobei 20 Sekunden Vorsprung, das muss jetzt reichen. Ey, Ocon auch auf der 3, fährt auch noch mit Intermediates. Die werden doch jetzt wohl nicht innerhalb von einer Runde 20 Sekunden. Nein, niemals. Die holen nie im Leben 20 Sekunden auf. Und Ocon fährt wahrscheinlich das erste und das einzige Mal aufs Podium. Also jetzt fahre ich auch nicht mehr rein. Tut mir leid, wenn Piastri und Ocon jetzt so reinfahren, sind sie selber schuld und sind sie doof. Aber jetzt halte ich auch noch für eine Runde. Ich habe das jetzt 10 Runden durchgehalten. Ich halte jetzt auch noch für die letzte Runde. Und Verstappen ist tatsächlich 5. Was hat der denn da abgerissen? Der ist von der 13 auf die 5. Wahnsinn. Da seht ihr mal, wie stark Red Bull ist. Okay, komm. Wir bäumen uns jetzt nochmal auf. Wir holen jetzt nochmal allen Fokus hier zusammen und fahren jetzt auch auf Intermediates die letzte Runde. Das ist wahrscheinlich der höchste Reifenverschleiß, den ich je hatte. 50%. Ich höre es quietschen. Aber wir haben ERS, wir haben den Vorsprung, wir haben 8,7 Sekunden und eventuell... Achso, Ocon ist noch reingegangen. Okay, da habe ich nichts gesagt. Ocon ist noch reingegangen. Ja, oder ist überholt worden, klar. Weil die kommen jetzt halt auch ran, ne? Mit Softs bist du schneller als mit Intermediates, aber ich habe den Vorsprung. So, ich gehe jetzt nicht mehr rein. Wenn Piastri reingeht, dann ist er echt doof. Also er sollte jetzt auch zusehen, dass er die letzte Runde hier auch mit Intermediates zu Ende fährt. Ansonsten verstehe ich es nicht. Und Piastri fährt nicht rein, oder? Nein, also Piastri fährt auch auf Intermediates zu Ende. Und wir werden, ganz vorsichtig gesagt, dieses Rennen hier gewinnen. Wir sind mit Intermediates gestartet, Verstappen nochmal mit einer 1,47,755. Der Plan ist dann doch aufgegangen, aber ganz knapp. Also wenn das Rennen jetzt noch 3-4 Runden länger gegangen wäre, dann hätte ich mir auch Softs geholt. Okay, aber es ist mal ein Rennen. Das kommt bei uns auch selten vor, wo wirklich alles zusammen passt. Das Qualifying mit Regen Glück gehabt. Das Rennen hier ist Guangzhou sogar. Hier kommen jetzt Namen zum Vorschein, die man sonst nur in der Endtabelle liest. Alexander Albon mit der schnellsten Runde. Verstappen ist 4. Der kommt noch aufs Podium. Der überholt auch noch Lando Norris. Pass auf. Aber wir fahren hier wirklich ein souveränes Rennen dann am Ende, wenn man sieht, zu Ende. Zwischendurch war es mal ein bisschen heikel. Ja, besonders als dann die Frage im Raum stand, wann wechseln wir überhaupt? Und ich glaube, wenn ich reingegangen wäre, dann hätte ich das Rennen nicht gewonnen. Dann wären die anderen wieder näher rangekommen, weil DRS ist ja wieder aktiviert. Ich glaube, wir haben uns diesmal richtig entschieden. Wer am Ende oben steht, der hat immer recht. Oh nein! Es sei denn, ich verliere jetzt hier das Auto. Ich sage, man muss hier jedes Rennen erst bis zum Ende zu Ende fahren. Da wäre es nämlich fast wieder vorbei gewesen. So, ich fahre jetzt auch noch die letzten Meter, bevor ich mich hier offiziell als Sieger in Belgien küre. Ein perfektes Wochenende. Im Blitzqualifying Erster, im Rennen Erster, Start, Zielsieg, also unser bestes Rennen der Saison. Beenden wir mit einem, ja, knapp 10 Sekunden Vorsprung auf Piastri. Norris wird vielleicht Dritter, aber das Wichtige, wir gewinnen in Belgien. Yes! Lasst was hören, Leute! Gut gemacht. P1 für uns. Weiter so. Das war ein schwieriges Rennen auf dieser Kultstrecke, aber sie haben nicht nachgelassen und den Sieg geholt. Das war heute eine absolut dominante Leistung, Sascha. Von der Ampel bis zur Zielflagge gab es nie Zweifel an einem Rennsieg. Was für eine großartige Leistung. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens.
Wer mag schon sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister sein wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Also wer diesmal richtig reingeschissen hat, ist Fernando Alonso. Der hat glatt mal 4 Plätze verloren. Piastri hat ein super Rennen gemacht, von der 7 auf die 2. Verstappen natürlich von der 13 auf die 4. Aber ey, gib mir einen Red Bull, ich mach das auch. Gar kein Problem. Aber wir oben, das müssen wir genießen. 0 Stops, 0 Stops. Risiko zahlt sich am Ende des Tages doch manchmal aus. Wir bleiben weiterhin 5. Paar Punkte hinter Alonso, 2 Punkte. Den Vorsprung auf Russell halten wir. Und hier bei den Konstrukteuren sind wir nach wie vor 3. Das sollten wir dann auch irgendwie bis zum Ende der Saison hinkriegen. Aber auch mal schön wieder zu gewinnen. Und wir haben alles richtig gemacht am Ende. Oh, eine weitere Belohnung. Erreiche Beziehungsebene 3 mit einem Spezialisten in der Fahrerwertung. Oh, eine Top-10-Platzierung. Gewinne eine Rivalität in der Meisterschaftsgeschichte. Jetzt kriege ich aber hier die Steam-Belohnungen en masse. Da kann ich mir auch viel für kaufen. Also, Top-10-Platzierungen. Anzahl der Top-10-Platzierungen im Rennen in deiner F1-Karriere. Bin ich so oft noch nie in die Top 10 gefahren? Das verwundert mich jetzt ein bisschen. Gut, das ist ja unentschieden ausgegangen, warum auch immer. Meisterschaftsrivalität habe ich gewonnen. Oh, guck mal, wie viel Erfahrung und wie viel Rennkunst und Aufmerksamkeit ich jeweils dazu bekomme. Rivalität gewonnen. Ich habe Sargent geschlagen. Bei Konzentration gibt es da auch noch mal ein bisschen was oben drauf. Also jetzt hagelt es ja aber die Erfahrungspunkte. Gesamtwertung 72. Also das beste Rennwochenende bringt mich auch ein bisschen näher an die gleichmäßige Anerkennung. Also beide 50%. Das meine ich. Vielleicht haben wir auch am Ende der Saison eine höhere Anerkennung. Und wir sind, habe ich ja gesehen, bei einem Ingenieur oder bei einem Spezialisten schon auf Level 3. Das war in jeglicher Hinsicht ein sehr erfolgreiches Rennen. Risiko, wie gesagt, am Ende zahlt sich auch manchmal aus. Da habe ich auch Glück gehabt. Ich hätte mein Auto auch verlieren können in der letzten Runde. Ne, ganz kurz. Bei der zweiten Zeitnahme, da wäre es dann fast schief gelaufen. Dann hätte ich mich aber sehr geärgert. So, wir haben hier erfolgreiche Upgrades. Dann haben wir erstmal eine Saisonpause. Was haben wir denn hier? Keine Ahnung, ob du es weißt, aber du bist jetzt 10-mal in den Top 10 gelandet. Ah, ich dachte, weil ich da die 1 nur gesehen habe. Und, aber 50 Fahrermeisterschaftspunkte haben wir im Sack. Mach weiter so. Ich habe doch mehr als 50 Punkte schon geholt. Oder ist das jetzt eine Nachricht, die untergegangen ist? Naja, egal. Wir kriegen ein paar Auszeichnungen kurz vor der Saisonpause. Ich freue mich, dir mitteilen zu können, dass unsere neuen Teile ohne Probleme sehr schön. angekommen sind. Wastegate Aktuator, was immer das auch ist, aber es hört sich gut an. Und solange das immer grün ist und das alles erfolgreich abgeschlossen ist... Ah, jetzt kommt erst die Niederlande, okay. So, FE sieht das so aus, dass wir weiterhin oben sind mit Red Bull, mit McLaren. Da können wir auch gerne nochmal reingehen hier ins Detail. Jetzt machen wir erstmal den hinteren Unterboden. Gut, da sind wir in der Mitte, aber auch nur ein Platz hinter Red Bull, aber im Prinzip auch auf der gleichen Linie. Da bin ich sehr, sehr gespannt. So, dann machen wir doch mal hier Aerodynamik, da sind wir Dritter. Nach wie vor, hier ganz wichtig beim Antrieb, da müssten wir auch, ja, Zweiter, da ist sauber auf Platz 1, das überrascht mich wirklich. Sind selten in den Top 10, oder? Ich habe da jetzt nicht so sehr drauf geachtet. Hier müssten wir eigentlich auch vorne sein, das Red Bull Vorletzter. Das heißt, für mich zum Verständnis, ist ja der Bereich Strapazierfähigkeit. Das heißt, theoretisch müssten die Teile von Red Bull schneller verschleißen als unsere. Weil die ganz unten stehen bei Strapazierfähigkeit. Ich hoffe, ich habe das so richtig verstanden. So, Spezialisten, wen haben wir denn? Auf Level 3. Ach hier, Windkanalingenieur. Ist aber leider erst in 3 Wochen wieder verfügbar. Schade. Naja, machen wir mal hier. Schließe 2 Sessions ab, ohne dein Auto zu beschädigen. Das kriegen wir hin. Dann Triebwerksberaterin oder Berater, da haben wir auch Level 1 erreicht. Gleich nach dem nächsten Rennen. Schließe im Qualifying besser ab als dein Teammitglied oder beim Rennen besser ab. Ich mache mal beim Rennen. Beim Qualifying bin ich mir da immer nicht so sicher. Rennen ist mir wichtiger. Lift and Coast machen wir für 25 Sekunden. Und hier verdiene am Rennwochenende 8 Meisterschaftspunkte. Das heißt, wir müssen auch mindestens 6. glaube ich werden. 5. oder 6. Und dann gehen wir rein. Zandvoort, auch eine sehr, sehr schöne Strecke. Auch eigentlich so eine Art Highspeed-Kurs. Der letzte Abschnitt, der erinnert mich immer so ein bisschen an Indianapolis, wo die dann auch so leicht schräg wie auf einer Carrera-Bahn nochmal rechts rumfahren. Ist gut. Habe ich auch so 1, 2 Stellen, da tue ich mich immer so ein bisschen schwer, aber viel besser als jetzt geht's eigentlich gar nicht. Also es wäre schön, wenn ich nochmal das ein oder andere Rennen gewinnen würde, aber ich wäre jetzt auch nicht traurig drum, wenn es nicht passiert. Gut, wir haben im Qualifying wieder beste Bedingungen, Rennen, 18 Runden, Sonnenschein, das sind doch sehr, sehr gute Nachrichten. Da sieht alles auch sehr, sehr gut aus. Treibstoffeffizienz, Motorleistung,
hat sich auch verbessert. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt quasi allen davonfahren. Guck mal, ihr seht unten rechts bei diesen Vierteln, das bei der Chassis, das wir da echt noch aufholen müssen. Aber ansonsten sind wir eigentlich ganz gut mit dabei. Genauso wie hier bei den Punkten. 158 Punkte, das ist gut für die erste Saison. Und die letzten 4 Rennen lassen sich auch gut sehen. Viermal die Top-10-Platzierung. Wenn wir mal den 19. Platz aus Spanien wegnehmen, waren die letzten Rennen super. Also nach Miami haben wir uns echt sehr, sehr gesteigert. Und wir haben ja noch ein paar Rennen und mal gucken, was noch nach oben hin geht. Sieht auch sehr gut aus hier bei den Trophäen. 3 Siege schon. Und da kann auch der ein oder andere mit dazukommen. Also ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Spannendes Rennen. Risiko hat sich ausgezahlt. Mal gucken, ob sich auch unser Risiko in den Niederlanden auszahlt. Je nachdem, mit welcher Strategie wir da reingehen. Und dann hoffe ich, ihr bleibt gesund. Bis zum nächsten Rennen und macht's gut. Ciao, ciao.